Wenn du dieses Video gestartet hast, läuft dein Internet wahrscheinlich gerade über WLAN. Du siehst kein Kabel. Und genau deshalb wirkt es, als kämen deine Daten aus der Luft. Aber sobald sie einen Ozean überqueren, passiert fast das Gegenteil. Sie tauchen ab. Rund 99% des interkontinentalen Datenverkehrs laufen durch Kabel auf dem Meeresboden. Mitten im tiefen Ozean sind diese Leitungen manchmal kaum dicker als ein Gartenschlauch. Wie kann so ein dünnes Kabel ganze Kontinente verbinden? Und was passiert, wenn es reißt? Stell dir vor, du sitzt in Deutschland und öffnest eine Seite, deren Daten auf einem anderen Kontinent liegen. Die Anfrage geht zuerst über dein WLAN oder das Mobilfunknetz. Dann durch das Netz deines Anbieters, über regionale Knoten und große Glasfasertrassen bis an die Küste. Dort steht eine Kabelanlandestation. Für dich endet das sichtbare Netz. Technisch geht es einfach weiter. Das Signal wechselt in ein Seekabel, durchquert den Ozean und taucht an einer anderen Küste wieder auf. Von dort läuft es über Land bis zu einem Rechenzentrum. Die Antwort nimmt anschließend einen passenden Weg zurück. Dabei gibt es nicht die eine Röhre für das gesamte Internet. Daten werden in kleine Pakete zerlegt. Netze können diese Pakete je nach Auslastung oder Störung über verschiedene Routen schicken. Genau diese Alternativen machen das Internet belastbar. Satelliten bleiben wichtig. Sie verbinden Schiffe, Flugzeuge und abgelegene Regionen. Für den massenhaften Datenaustausch zwischen Kontinenten haben Glasfaserkabel aber klare Vorteile. Sie übertragen wesentlich mehr Daten, reagieren schneller und sind pro übertragener Datenmenge günstiger. In einer Glasfaser reisen keine fertigen Bilder oder Videos. An den Endpunkten werden elektrische Signale in extrem schnelle Lichtimpulse übersetzt. Mehrere Lichtfarben können gleichzeitig durch dieselbe Faser geschickt werden. So entstehen auf engstem Raum viele parallele Datenkanäle. Die Cloud klingt schwerelos. In Wirklichkeit besteht sie aus Rechenzentren, Routern, Küstenstationen und Millionen Kilometern Kabel. Das Internet ist keine Wolke. Es ist eine globale Maschine aus Glas, Stahl, Kupfer und sehr viel Logistik. Im Zentrum eines Seekabels liegen die hauchdünnen Glasfasern. Darum sitzen Schutzschichten gegen Wasser und mechanische Belastung, starke Stahldrähte und eine leitende Metallhülle. Diese Hülle transportiert nicht die Internetdaten. Sie versorgt aktive Bauteile im Kabel mit Strom. Wie stark ein Kabel gepanzert ist, hängt von seinem Einsatzort ab. In der Tiefsee gibt es nur selten menschlichen Kontakt. Dort kann es direkt auf dem Meeresboden liegen. In Küstennähe wird es stärker geschützt und häufig im Sediment vergraben. Denn nicht die größte Tiefe ist der gefährlichste Bereich. Es ist das flache Wasser mit Fischerei und Schiffsverkehr. Unter all diesen Schichten bleibt der eigentliche Informationsträger erstaunlich klein: Glas. Durch dieses Glas laufen Videoanrufe, Finanztransaktionen, Cloud-Dienste und auch dieses Video. Bevor ein Meter Kabel ins Wasser kommt, wird die Route vermessen. Spezialschiffe kartieren den Meeresboden. Planer meiden steile Hänge, instabile Sedimente und möglichst auch Gebiete mit vielen Fischern oder Schiffsankern. Gleichzeitig muss die Strecke wirtschaftlich bleiben und geeignete Landepunkte erreichen. Das Kabel wird in langen Abschnitten produziert und in riesigen Tanks eines Kabellegeschiffs aufgerollt. Solche Schiffe können tausende Tonnen Kabel transportieren. Auf See folgen sie mit präziser Navigation der geplanten Route und lassen das Kabel kontrolliert hinter sich ab. Im tiefen Ozean sinkt es auf den Boden. In gefährdeteren, flacheren Bereichen zieht ein Pflug eine Furche, legt das Kabel hinein und schützt es mit Sediment. Das ist langsam. Und es muss langsam sein. Tausende Kilometer Material dürfen weder knicken noch unter falscher Spannung abgelegt werden. Auch Licht verliert über lange Strecken an Stärke. Deshalb sitzen entlang vieler transozeanischer Kabel sogenannte Repeater. Diese gekapselten Verstärker erneuern das optische Signal. Den nötigen Strom erhalten sie von den Stationen an Land. Verzweigungseinheiten können Fasern und Datenströme in unterschiedliche Richtungen führen. Ein Kabelsystem muss also nicht nur zwei Punkte verbinden. Es kann mehrere Länder und Küstenstationen an einen gemeinsamen Hauptstrang anschließen. Für dich wirkt das alles wie ein einziger Klick.
Tatsächlich ist es eine millisekundenschnelle Übergabe zwischen vielen unabhängig betriebenen Netzen. Kabelschäden sind keine exotische Ausnahme. Weltweit treten jedes Jahr ungefähr 150 bis 200 Störungen an Telekommunikationsseekabeln auf. Der größte Teil entsteht durch unbeabsichtigte menschliche Aktivitäten, vor allem durch Fischerei und Schiffsanker. Nicht durch Haie. Und meistens auch nicht durch Sabotage. Wird eine Faser beschädigt, können Betreiber die Stelle anhand von Messsignalen eingrenzen. Ein Reparaturschiff fährt zur Position, nimmt das Kabel auf und holt die beschädigte Stelle an Deck. Der defekte Abschnitt wird herausgeschnitten. Neues Kabel wird eingespleist, geprüft und wieder abgesenkt. Das kann Tage oder sogar Wochen dauern. Trotzdem merkst du von vielen Kabelbrüchen nichts. Der Datenverkehr wird über andere Seekabel oder Landrouten umgeleitet. Erst wenn eine Region nur wenige Alternativen besitzt oder mehrere Verbindungen gleichzeitig ausfallen, wird der Schaden für Nutzer spürbar. Das weltweite Netz umfasst inzwischen ungefähr 500 Kabelsysteme und rund 1,8 Millionen Kilometer Infrastruktur. Diese Linien sind allerdings nicht gleichmäßig verteilt. Wer neue Routen finanziert, Landepunkte kontrolliert oder zusätzliche Verbindungen besitzt, entscheidet mit darüber, welche Regionen schnell, günstig und ausfallsicher angeschlossen sind. Deshalb investieren nicht nur Telekommunikationsunternehmen. Auch große Technologieanbieter und Staaten bauen an diesem Netz. Ein Kabel auf dem Meeresboden ist damit mehr als Technik. Es ist Handelsroute, kritische Infrastruktur und geopolitischer Hebel zugleich. Wenn du also das nächste Mal eine Nachricht über den Atlantik schickst, ein internationales Spiel startest oder Daten aus einem anderen Kontinent abrufst, reisen die entscheidenden Bits wahrscheinlich nicht durch den Himmel. Sie rasen als Licht durch ein dünnes Kabel in völliger Dunkelheit. Kilometerweit unter der Wasseroberfläche. Genau solche unsichtbaren Systeme bestimmen unseren Alltag. Systemblick macht sie sichtbar. Welches System sollen wir als nächstes auseinandernehmen? Schreib es in die Kommentare. Und abonniere den Kanal, wenn du hinter die Oberfläche schauen willst.